Hallo und herzlich willkommen in Alaska. Schön, dass ihr mich auf diesem unglaublichen Abenteuer begleitet. Wir stürzen uns kopfüber in ein Land, das für Abenteuer steht. Alaska. Stellt euch gigantische Gletscher vor, Berge, die in den Wolken verschwinden und eine Tierwelt, die ihr nicht glauben würdet, wenn ihr sie nicht mit eigenen Augen sehen würdet. Wir reden hier von einem Ort, der einem zeigt, wie klein wir eigentlich sind. Aber bevor wir uns in der Wildnis verlieren, klickt doch mal auf den Abonnieren-Button. Im Ernst, das dauert nur 2 Sekunden und würde mich riesig freuen. Außerdem verpasst ihr dann nichts von dem epischen Abenteuer, das hier auf uns wartet. Glaubt mir, das wollt ihr sehen. Anchorage, das ist eine pulsierende Stadt voller Überraschungen. Es ist eine unglaubliche Mischung aus urbanem Leben und wilder Natur. Du kannst gemütlich an Cafés und Kunstgalerien vorbeischlendern und zack! Du schaust auf und siehst einen Elch, der im Garten von irgendjemandem chillt. Apropos Elche, passt auf diese Tiere auf, besonders während der Brunftzeit. Die sind wie die Teenager des Tierreichs. Unberechenbar, voller Hormone und können dir deinen Tag so richtig versauen. Stell dir vor, du bist auf dem Weg zum Oktoberfest und ein Elch versperrt dir den Weg. Keine Brezen für dich. Aber lasst euch nicht einschüchtern. Anchorage ist großartig. Wir reden hier von Weltklasse-Museen, einer Wahnsinns-Gastronomie-Szene und genug Outdoor-Aktivitäten, um dich, wahrscheinlich länger als deinen Aufenthalt zu beschäftigen. Schnallt eure Mützen fest, packt euer Bärenspray ein, kleiner Scherz, mehr oder weniger, und macht euch bereit, Anchorage zu erkunden, das Tor zum Abenteuer. Eines der ersten Dinge, die euch in Anchorage auffallen werden, ist, wie fußgängerfreundlich die Stadt ist. Ihr könnt locker einen ganzen Tag damit verbringen, durch die Innenstadt zu schlendern, in den Geschäften zu stöbern und eine Kleinigkeit zu essen. Und apropos Essen, lasst mich euch sagen, Anchorage hat wirklich leckeres Essen, vom Feinsten. Von frischen Meeresfrüchten bis hin zu herzhaften alaskischen Gerichten. Hier kommt jeder Gourmet auf seine Kosten. Es ist wie im Schlaraffenland. Aber seien wir ehrlich, ihr seid nicht nur zum Essen nach Alaska gekommen, oder? Ihr seid gekommen für das Abenteuer. Und Anchorage wird euch nicht enttäuschen. Ob ihr wandern, Radfahren, Kajak fahren oder einfach nur die atemberaubende Landschaft genießen wollt, Anchorage hat für jeden etwas zu bieten. Nächster Halt, der Denali-Nationalpark und das Naturschutzgebiet. Dieser Ort ist riesig. Ich spreche von 6 Millionen Hektar purer, unberührter Wildnis. Stell dir das mal vor. Stellt euch gewaltige Berge vor, Gletscher, die sich bis zum Horizont erstrecken und Begegnungen mit Wildtieren, die euch sprachlos machen. Und wenn ich Wildtiere sage, meine ich Grizzlybären, Karibus, Wölfe. Die ganze Bande ist hier versammelt. Also, in Denali steht Respekt vor der Natur an erster Stelle, klar? Wir reden hier von Abstand halten zu den Tieren, alles wieder mitnehmen, was man mitgebracht hat und generell sich wie ein verantwortungsbewusster Mensch zu verhalten, wie man es eben vom guten deutschen Wanderer gewohnt ist. Schließlich sind wir nur zu Besuch in ihrem Zuhause und sollten es mit Respekt behandeln. Außerdem will ja keiner der Typ sein, der von einem Elch verfolgt wird, nur weil er für ein Selfie zu nah rangegangen ist. Reden wir mal über den Star der Show, Denali selbst. Dieser Berg ist ein Monster, wisst ihr, er ragt über 6000 Meter hoch auf. Das ist so, als würde man 6 Eiffeltürme aufeinander stapeln. Stell dir das mal vor. Er ist so gewaltig, dass er sein eigenes Wettergeschehen erzeugt. In einem Moment sonnst du dich noch und im nächsten bist du mitten in einem Schneesturm. So schnell kann's gehen. Aber genau das macht Denali so besonders. Es ist unberechenbar, beeindruckend und erinnert dich daran, dass die Natur eine Kraft ist, mit der man rechnen muss. Also, wenn ihr eine Erfahrung sucht, die euch noch lange nach eurer Abreise in Erinnerung bleibt, dann ist der Denali Nationalpark und das Naturschutzgebiet genau der richtige Ort. So, meine Freunde, schnallt euch an, denn wir machen uns auf den Weg zum Katmai Nationalpark,
Ein Ort, wo es mehr wilde Tiere gibt als WLAN-Hotspots. Stellt euch eine Welt vor, in der eure Benachrichtigungen durch die Klänge der Natur ersetzt werden. Hier könnt ihr wirklich dem Alltag entfliehen und euch mit der rauen Schönheit der Natur verbinden. Wir sprechen hier von einem Land, wo einem der Lachs praktisch ins Maul springt, obwohl ich euch nicht empfehlen würde, das mit den Bären in der Nähe zu versuchen. Apropos Bären, Katmai ist wie die Vip Lounge der Braunbären. Diese majestätischen Kreaturen versammeln sich hier in großer Zahl. Diese Burschen leben in Saus und Braus, schlemmen Lachs und tanken die Energie, die sie brauchen. Entspannen sich an den Brooks Falls, wo das Wasser in einer Symphonie aus Kraft und Anmut herabstürzt. Und beurteilen wahrscheinlich eure Fähigkeiten als Fotograf. Ja, diese Bären haben schon einiges gesehen. Keine Sorge, sie sind an die Paparazzi gewöhnt. Tatsächlich scheinen sie die Aufmerksamkeit zu genießen. Sie haben das Posing für die Kamera einfach drauf. Manche Bären scheinen sogar ein Talent dafür zu haben, ihre besten Winkel zu finden. Ich schwöre, manche dieser Bären haben bessere Winkel als die meisten Influencer, die ich kenne. Sie strahlen eine natürliche Ausstrahlung aus, die schwer einzufangen, aber unmöglich zu ignorieren ist. Aber hey, wenn du so majestätisch bist und einen Fisch im Maul hast, bist du der König des Waldes. Darfst du ruhig ein bisschen verlegen vor der Kamera sein oder stolz, je nach Laune. Diese Bären haben so unterschiedliche Persönlichkeiten wie ihre Umgebung. Ich kenne ihr Leben nicht. Aber im Ernst, diese Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, vermittelt ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit der Wildnis. Diese Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, ist eine Erfahrung, die euch noch lange nach eurer Abreise begleiten wird. Es ist eine Lektion in Demut, es ist inspirierend und es erinnert euch an das fragile Gleichgewicht der Natur. Und ja, ein bisschen furchteinflößend. Die rohe Kraft und die Präsenz dieser Tiere nötigen Respekt und Bewunderung ab. Vergesst nicht, ihren Raum zu respektieren, nehmt euer Zoom-Objektiv und haltet die Momente aus sicherer Entfernung fest. Und lasst vielleicht euer lachsfarbenes T-Shirt zu Hause. Sich in die Umgebung einzufügen, ermöglicht eine harmonischere Interaktion mit der Tierwelt. Während die Sonne über Katmai untergeht und den Himmel in orangefarbenen und rosafarbenen Tönen malt, werdet ihr feststellen, dass dieser Ort mehr als nur ein Park ist. Es ist ein Heiligtum, ein Zeugnis der Schönheit und Widerstandsfähigkeit der Natur. Also, willkommen im Königreich der Bären, wo jeder Moment eine Erinnerung an das wilde Herz ist, das in jedem von uns schlägt. So, liebe Abenteurer, nächster Halt, Valdez. Dieser Ort ist ein riesiger Spielplatz für alle, die auf Outdoor-Aktivitäten stehen. Und mit Outdoor-Aktivitäten meine ich imposante Berge, die in kristallklares Wasser eintauchen, Gletscher, die einem das Gefühl geben, in einer Eiszeit-Doku zu sein, und mehr Blautöne als in der Palette eines Malers. Die Rede ist von Fjorden, meine Freunde. Fjorde! Diese tiefen und engen Meeresarme, geformt von Gletschern, die nur darauf warten, mit dem Kajak, dem Boot oder auf einem riesigen aufblasbaren Schwan erkundet zu werden. Warum nicht, oder? Okay, vielleicht habe ich mich bei der letzten Idee etwas hinreißen lassen. Aber wenn man in Rom ist, oder besser gesagt, wenn man in Valdez ist. Und glaubt mir, ihr werdet hier euer inneres Kind wieder entdecken wollen. Ob beim Ziplining durch den Wald, beim Wandern zu einem Gletscher oder einfach nur beim Einatmen der frischen Alaska-Luft, Valdez gibt euch das Gefühl, die Welt erobern zu können. Oder zumindest eure Höhenangst zu überwinden. Vielleicht. So, wir schalten jetzt einen Gang runter und machen uns auf den Weg nach Wasilla, eine Stadt, die oft übersehen wird, aber überraschend viel zu bieten hat. Ist ja nicht alltäglich, dass man einen Ort findet, der sowohl atemberaubende Natur als auch den Charme einer Kleinstadt vereint. Nicht wahr? Wir sprechen hier von einem Ort, wo man innerhalb weniger Minuten von einer Bergwanderung zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch in einem netten Café wechseln kann, wo die Leute freundlich sind,
das Leben einen ruhigeren Gang geht und die größte Entscheidung des Tages darin besteht, ob man angeln geht oder eine Runde mit dem Kajak dreht. Es ist die Art von Ort, die einen dazu einlädt, mal einen Gang zurückzuschalten, tief durchzuatmen und einfach die kleinen Dinge im Leben zu genießen. Wie einen guten Kaffee. Oder die Tatsache, dass man nicht gerade von einem Bären verfolgt wird. Da fragen Sie sich jetzt vielleicht, was kann man in Wasilla überhaupt machen? Diese charmante kleine Stadt in Alaska ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber sie bietet eine einzigartige Mischung aus Aktivitäten und Attraktionen, die sie zu einem wahren Geheimtipp machen. Und die Antwort ist: viel mehr als Sie denken. Von Outdoor-Abenteuern bis hin zu ungewöhnlichen lokalen Veranstaltungen. Wasilla hat für jeden etwas zu bieten. Für eine kleine Stadt hat Wasilla eine große Persönlichkeit. Eingebettet inmitten atemberaubender Natur ist es ein Ort, an dem der Gemeinschaftsgeist bei jedem Event und jeder Aktivität spürbar ist. Wir sprechen hier vom Iditarod Trail Sled Dog Race, das genau hier in Wasilla beginnt. Dieses weltberühmte Event zieht Teilnehmer und Zuschauer aus der ganzen Welt an. Und wenn Sie sich wirklich ambitioniert fühlen, können Sie sich sogar selbst im Hundeschlittenfahren versuchen. Stellen Sie sich vor, Sie gleiten durch den Schnee, gezogen von einem Team enthusiastischer Schlittenhunde. Also, vielleicht fangen Sie erstmal mit einem kleineren Hundegespann an als die Profis. Es ist ein aufregendes Erlebnis, aber es ist besser, langsam anzufangen. Aber Wasilla ist nicht nur Hundeschlittenfahren. Die Stadt bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für alle Interessen. Wasilla hat auch eine reiche Kulturszene. Wasilla hat Museen, Kunstgalerien und sogar eine Brauerei. Ob Sie ein Geschichtsfan, ein Kunstliebhaber oder einfach nur auf der Suche nach einem lokalen Bier zum Entspannen sind, hier ist für Sie etwas dabei. Und vergessen wir nicht die originelle und lustige Aktivität, Riesenkürbisse anzubauen. Es ist ein einzigartiges und unterhaltsames Erlebnis, das zum Charme dieser alaskanischen Stadt beiträgt. Mit seinen wunderschönen Landschaften, seinen dynamischen Veranstaltungen und seinen freundlichen Einwohnern ist Wasilla ein Ort, der an jeder Ecke überrascht und verzaubert. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, abonnieren Sie unseren Kanal, denn wir werden weitere Reisevideos von unglaublichen Orten auf der ganzen Welt veröffentlichen. Verpassen Sie also nicht unsere neuesten Abenteuer und Tipps. Also, wir reden über Ketchikan, Alaska. Das Land der Todempfähle, der Lachsleitern und genug schillernder Persönlichkeiten, um eine ganze Staffel, verstehen Sie, Spaß zu füllen. Neben diesen Seebären sehen die Fischer vom Bodensee aus wie Anfänger. Im Ernst, es ist wie in einer Postkarte. Wie im Schwarzwald, nur mit Meer und Todempfählen. Da gibt's echte Holzfäller, Fischer mit Armen, dicker als mein Oberkörper und genug lokales Wissen, um einem den Kopf zu verdrehen. Und ja, diese Todempfähle, die sind nicht nur zur Dekoration da. Jeder Einzelne erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte von Familie, von Geschichte und wahrscheinlich ein paar epischen Schlachten mit Lachsen und vielleicht 1 oder 2 frechen Raben. Naja, typisch Alaska halt. Aber hey, glaubt mir nicht einfach so. Wir tauchen ein in diese Stadt und schauen mal, was für einen Unfug wir im Ketchikan-Stil anstellen können. Also, wir schlendern jetzt mal die Creek Street entlang, ja? Und das ist ein echt abgefahrener Ort, sag ich dir. Auf Stelzen gebaut, über dem Wasser. Weil früher war das Land für die Keller und die Fische. Echt jetzt. Heute ist es eine Mischung aus Kunstgalerien, Läden und Restaurants. Du kannst dir einen handgeschnitzten Bären kaufen, dir einen Lachsburger gönnen und dann den Fischen unter deinen Füßen zusehen. Frische Kick garantiert, verstehst du? Aber die wahren Stars der Show? Die Lachse selbst. Diese kleinen Kerlchen sind auf einer Mission. Sie schwimmen flussaufwärts zum Laichen. Und lass mich dir sagen, das ist ein echtes Abenteuer. Sie springen, spritzen, weichen hungrigen Touristen aus. Es ist wie ein natürlicher Hindernisparcours. Du hast nicht gelebt, bis du einen 1,5 Meter langen Lachs aus dem Wasser springen gesehen hast.
Es ist majestätisch, erschreckend und lustig zugleich. Also, macht euch bereit, denn wir fahren in den Kenai Fjords Nationalpark. Dieser Ort ist wie Alaska auf Steroiden. Gletscher, größer als Wolkenkratzer, Wale, die aus dem Wasser springen, als gehöre ihnen der Ozean und genug raue Schönheit, um die Realität in Frage zu stellen. Im Ernst, wir sprechen hier von einer Landschaft, die von den Eiszeiten geformt, von den Elementen geprägt wurde und mit mehr Wildtieren wimmelt als ein Dokumarathon auf ARD. Und das Beste daran? Du brauchst keine Zeitmaschine, um das zu erleben. Geht an Bord eines Schiffes, nehmt eure Kamera und macht euch bereit, die unglaublichsten Fotos zu schießen. Denn das ist nicht nur eine Sightseeing-Tour. Es ist eine totale Reizüberflutung. Die Art von Erfahrung, die dich noch lange nach deiner Abreise prägt. Also, wir schippern so durch die Fjorde, ja? Umgeben von diesen imposanten Felsen und Wasserfällen, die runterstürzen wie im Märchen. Und dann, bumm! Ein riesiger Buckelwal springt aus dem Wasser, nur ein paar Meter von unserem Boot entfernt. Ich rede von Tonnen purer Muskeln und Fett, die da durch die Luft fliegen. Alle an Bord flippen aus, die Kameras klicken wie verrückt. Und ich? Ich versuche nur, dass mir mein Kinn nicht auf die Füße fällt. Also, ich habe ja schon Wale gesehen, aber das war anders. Das war echt hautnah. So eine Begegnung, die dir zeigt, wie klein wir doch sind in den Weiten des Universums. Und wie viel Glück wir haben, so etwas erleben zu dürfen. So, meine Freunde, wir sind in Sitka. Es ist wie eine Zeitreise hier. Wir sprechen von jahrhundertealten Totems und wunderschöner russischer Architektur. Und die Atmosphäre ist so entspannt, selbst die Eichhörnchen meditieren wahrscheinlich. Und die Geschichte hier ist unglaublich. Wisst ihr, dieser Ort war einst die Hauptstadt von Russisch-Amerika. Ihr habt richtig gehört, Russisch-Amerika. Das ist, als würde man herausfinden, dass der Geschichtslehrer ein Zeitreisender ist. Aber das ist Sitka für euch, voller Überraschungen. Also, wir tauchen kopfüber in diesen Schmelztiegel der Kulturen ein, erkunden wunderschöne Landschaften und vielleicht, nur vielleicht, versuche ich, ein paar Sätze auf Russisch zu lernen. Macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Mein russischer Akzent ist wahrscheinlich schlimmer als meine Skateboard-Versuche, was nicht schön anzusehen ist. Vergesst alles, was ihr über Alaska mit Schnee und Eis dachtet, denn Sitka beweist euch das Gegenteil. Dieser Ort ist ein verborgener Schatz, der all diese eisigen Klischees widerlegt. Es ist umgeben von einem üppigen, grünen Regenwald, der euch das Gefühl gibt, mitten in Jurassic Park zu sein. Stellt euch vor, ihr wandert durch einen so dichten und lebendigen Wald, dass ihr fast erwartet, einen Dinosaurier hinter einem Baum hervorlugen zu sehen. Wir sprechen hier von gewaltigen Bäumen, die den Himmel zu berühren scheinen. Ihre Äste bilden ein Blätterdach, das das Sonnenlicht in einen magischen, gefleckten Schein filtert. Wasserfälle stürzen über moosbedeckte Klippen, ihr Sprühnebel erzeugt Regenbögen in der Luft. Es ist wie in einem Märchen. Und nicht zu vergessen die Tierwelt. Hier streifen die Tiere frei umher und leben ihr bestes Leben in diesem unberührten Paradies. Ihr könnt all das erleben, indem ihr einfach vor die Tür geht. Wanderwege schlängeln sich durch den Wald und bieten Einblicke in versteckte Wasserfälle und geheime Haine. Es ist, als hätte die Natur beschlossen, eine Party zu schmeißen, und jeder ist eingeladen. Egal, ob ihr Adrenalin-Junkies seid oder einfach nur entspannen wollt, Sitka hat für jeden etwas zu bieten. Vergesst nicht eure Regenjacke, denn wir sind hier im pazifischen Nordwesten und es regnet viel. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Der Regen trägt nur zum Charme bei. Denkt an die Friesen. Denen macht Regen auch nichts aus. Also packt eure Regenausrüstung, euren Abenteuergeist und vielleicht eine gute Thermoskanne Kaffee ein. Und kommt selbst her, um zu sehen, warum Sitka wirklich der Spielplatz der Natur ist. Ihr werdet es nicht bereuen. So, meine Freunde, packt euch warm ein, denn wir reisen in den Norden, ganz weit in den Norden, nach Fairbanks, Alaska.
Das Land der Mitternachtssonne, der Polarlichter und Temperaturen, bei denen selbst ein Pinguin frieren würde. Im Ernst, hier ist es kälter als in einer Kühltruhe. Aber hey, ein bisschen Kälte kann uns doch nichts anhaben, oder? Wir sind doch nicht aus Zucker. Vor allem, wenn die Chance besteht, die Polarlichter zu sehen, die Lasershow der Natur. Es ist, als hätte jemand eine riesige Schachtel Buntstifte am Himmel ausgeschüttet. Und es ist das Hypnotisierendste, was ihr je sehen werdet. Der Versuch, die Polarlichter einzufangen, ist wie das Filmen eines Eichhörnchens auf einem Zuckerflash. Unvorsehbar und reine Glückssache. Aber glaubt mir, wenn ihr diese grünen, violetten und rosa Streifen am Himmel tanzen seht, ist es jeden erfrorenen Finger wert. Du bist doch nicht den ganzen Weg nach Fairbanks gekommen, nur um dir den Hintern abzufrieren, oder? Keine Sorge, hier gibt es mehr als nur schöne Lichter am Himmel. Denk mal an die heißen Quellen, Schlittenhundefahrten und genug Winteraktivitäten, um sogar den Weihnachtsmann neidisch zu machen. Wir reden hier davon, auf ein Schneemobil zu springen und durch die Wildnis Alaskas zu brettern, wie in einer echten Version von Cool Runnings, nur mit weniger Unfällen und mehr Schnee. Oder wie wäre es mit Entspannung in einer natürlichen heißen Quelle, während der Schnee um dich herum fällt? Das ist wie ein Spa-Tag mitten im Winterwunderland. Und falls dir das noch nicht reicht, Fairbanks hat auch einige ziemlich einzigartige Attraktionen. Also, wo sonst kannst du ein Museum besuchen, das komplett Eisskulpturen gewidmet ist? Das ist, als würdest du Elsas Eispalast aus Die Eiskönigin betreten, nur ohne den singenden Schneemann. Okay, ich will nicht lügen. Olaf fehlt mir schon ein bisschen. So, das war's aus Alaska, meine Freunde. Von den majestätischen Gipfeln des Denali bis hin zu den Polarlichtern, die über Fairbanks tanzen. Dieser Ort war ein unglaubliches Abenteuer. Wir haben Gletscher gesehen, Bären, die Lachse fangen, als wäre es ein Wettkampfsport, und genug atemberaubende Landschaften, um 1000 Instagram-Accounts zu füllen. Aber das Beste daran? Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Alaska zu bieten hat. Es gibt noch unzählige verborgene Schätze zu entdecken, Wanderwege zu erkunden und Geschichten zu erzählen. Also, worauf wartet ihr noch? Packt eure Koffer, bucht eure Tickets und erlebt die Magie Alaskas selbst. Glaubt mir, es ist ein Abenteuer, das ihr nicht vergessen werdet. Vergesst nicht, unseren Kanal für weitere Reiseabenteuer zu abonnieren und klickt auf die Glocke, um unsere nächste epische Reise nicht zu verpassen. Und teilt gerne eure Erfahrungen in Alaska oder Tipps und Empfehlungen für neue Reisende in den Kommentaren unten.